Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier aus Dr.chens Keller. Eigentlich wollte ich heute mit meiner Synthesereihe fortfahren. Dabei ist mir aber aufgefallen, dass ich im letzten Video zur subtraktiven Synthese ein Oszilloskop benutzt habe, das auch für die FM-Synthese wieder brauche, aber überhaupt nicht erklärt habe, was das ist, was das macht. Und deswegen schauen wir uns heute mal an, was genau ein Oszilloskop macht. Grundsätzlich ist ein Oszilloskop eigentlich ein Laborgerät, mit dem man sich Schwingungen betrachten kann. Also Oszillare, kennen wir auch vom Oszillator schon, heißt schwingen und damit kann ich halt eine Schwingung sichtbar machen. Wir können uns jetzt ganz abseits dessen mal überlegen, wodurch eigentlich eine Schwingung charakterisiert ist. Und da habe ich etwas vorbereitet. Keine Angst, ich fange jetzt nicht an, euch zu hypnotisieren. Konzentrieren Sie sich nur auf das Pendel. Nee, Spaß. Also, grundsätzlich kann so eine Schwingung ja unterschiedlich schnell sein. Das heißt, ich kann hier so machen, dann schwingt es eher schnell. Oder es schwingt eher langsam. Das heißt, wir haben schon mal die Zeit als eine Achse ausgemacht. Das andere ist, wie stark schwingt das? Also wie schlägt jetzt im Prinzip dieses Pendel nach links und rechts aus, um seine Ruhelage. Jetzt schauen wir uns mal hier auf dem Oszilloskop an, was das anzeigt. Es zeigt eine Schwingung an. In dem Fall eine elektronische Schwingung, sprich eine Spannung wird hier angezeigt. Und wir sehen letzten Endes etwas Ähnliches wie gerade bei unserem Pendel. Diese gestrichelte Linie hier in der Mitte ist quasi die Nulllinie, also die Ruhelage, um die das Ganze schwingt. Nun, und es schwingt in die eine Richtung und dann in die andere Richtung. Wir hören uns jetzt diese Schwingung mal an. Was passiert jetzt, wenn ich entlang der X-Achse bzw. der Y-Achse etwas verändere? Wird die Amplitude größer, wird es offensichtlich lauter. Und äquivalent wird die Amplitude kleiner, wird es leiser. Die eine Achse beschreibt also, wenn wir einfach sprechen wollen, die Lautstärke. Und die andere, wir sehen, jetzt haben wir im selben Zeitabschnitt die doppelte Anzahl an Schwingungen. Ein weiteres Mal verdoppelt. Ein weiteres Mal verdoppelt. Das heißt, je häufiger etwas schwingt, desto höher der Ton. Und letzten Endes, die Frequenz gibt genau das an, nämlich Schwingungsvorgänge pro Sekunde. Jetzt haben wir noch diese lustige grüne Linie mit diesem Gipfel, der ja an der Seite flackert. Der zeigt uns tatsächlich die Tonhöhe an. Das heißt, es wären jetzt in diesem Fall 500 Hertz. 1 Kilohertz und hier sehen wir das nicht mehr, weil es außerhalb der Skala ist. Ich kann, da sind wir schon beim Thema, bei so einem Oszilloskop auch eine Skalierung vornehmen. Das heißt, aktuell bewegen wir uns in einem Bereich von 2 Volt. Das heißt, er kann hier 2 Volt anzeigen und 500 Mikrosekunden. 1 Millisekunde, 2 Millisekunden, 5 Millisekunden. Kann ich eben unterschiedliche Zeiteinheiten betrachten. Und das Ganze kann ich hier im Prinzip auch machen. Ich kann auch die Spannungen verändern, um mir das eben so darzustellen, wie ich es letzten Endes brauche. Das in aller Kürze zum Oszilloskop und so ganz grob mal auch die Schwingung mit angerissen, wie das funktioniert. Das ist für Synthese relativ wichtig, vor allem für die Syntheseart, die jetzt als nächstes kommt, nämlich die Frequenzmodulation. Das Video dazu wird nächste Woche erscheinen. Damit ihr das nicht verpasst, unbedingt abonnieren und die Glocke läuten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Like da lasst und das Video teilt. Es bleibt mir, wie immer, nur zu wünschen, gehabt euch wohl.